Heute ist der 6. Dezember, Nikolaus. Mal schauen, ob ich was Leckeres in meinem Stiefel habe. Was haben wir hier? Orange, 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 ein Apfel und Schokolade. In den vorherigen Folgen haben wir ja gesehen, dass so viele Sachen in hohen Dosen giftig sein können. Wie sieht es da eigentlich mit der Schokolade aus? Schokolade enthält den Stoff Theobromin. Das ist ein bitteres Alkaloid, was sehr ähnlich ist wie Koffein. Könnt ihr den Unterschied entdecken? Der einzige Unterschied ist, dass Koffein hier eine extra Methylgruppe dran hat, die beim Theobromin fehlt. Die Strukturen sind also sehr ähnlich und auch der Effekt im Körper ist ähnlich. Das Theobromin kann auch anregend wirken, allerdings ist die Wirkung vom Theobromin sehr viel schwächer als vom Koffein. Und ist Theobromin jetzt giftig? Wie immer macht die Dosis das Gift. Und in den richtigen Dosen kann Theobromin Schwitzen, Zittern und Kopfschmerzen auslösen. Allerdings wurden diese Symptome erst bei Testpersonen festgestellt, die 1,5 Gramm Theobromin pro Tag für 10 Tage zu sich nahmen. Schauen wir mal an, wie viel Schokolade man also essen müsste, um auf solche Werte zu kommen. Dunkle Schokolade enthält 3 bis 10 Milligramm Theobromin pro Gramm. Rechnen wir das in Tafeln Schokolade aus, wenn wir den hohen Wert von 10 Milligramm pro Gramm als Beispiel nehmen. Das entspricht dann 150 Gramm Schokolade pro Tag, also 1,5 Platten sehr dunkle Schokolade. Milchschokolade enthält wesentlich weniger Theobromin, zwischen 0,6 bis 4 Milligramm pro Gramm. Von der müsste man also mindestens 375 Gramm pro Tag essen, um einen negativen Effekt von Theobromin zu merken. Und das wohlgemerkt über 10 Tage. Ich glaube, die meisten von uns merken vorher alle möglichen anderen Symptome. Für Menschen ist das Theobromin in der Schokolade also relativ unbedenklich. Zum Ersten müssten wir ziemlich viel Schokolade essen, um irgendwelche negativen Effekte zu bemerken. Das liegt auch daran, weil wir Menschen ein Enzym in unserer Leber haben, was wirklich gut dazu ist, das Theobromin abzubauen. Innerhalb von wenigen Stunden ist es verschwunden. Für Hunde und Katzen sieht das allerdings ganz anders aus. Denen fehlt dieses Enzym, das heißt, sie können das Theobromin nicht so schnell abbauen. Und darum kann Schokolade für die sogar tödlich sein. Die tödliche Dosis von Theobromin für Hunde ist etwa 300 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Für einen 6 Kilogramm schweren Dackel sind das also 1800 Milligramm Theobromin oder 180 Gramm von der sehr dunklen Schokolade oder 450 Gramm Milchschokolade. Das ist auch recht viel Schokolade. Allerdings reichen 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht für Vergiftungserscheinungen. Und das sind nur 12 Gramm dunkle oder 30 Gramm Vollmilchschokolade. Darum nicht die Schokolade mit dem Dackel teilen, sondern lieber selber essen. Und was für ein tolles Feuerwerk ihr mit den ganzen Orangen aus eurem Stiefel machen könnt, das könnt ihr im Video von gestern nachschauen. Tschüss und bis morgen.